diese Tage dann in unserem Kalender an, damit wir herausfinden, wann diese Verheißungen erfüllt wurden. Let's see here. Okay. Now, in 70 AD, 70 Jahre vor Christus, nach Christus, as I said earlier, the temple was destroyed again on the very same day, the 9th of Av. so wie ich schon gesagt habe, ist genau an diesem Tag, an dem 9. von Av, der Tempel zerstört worden. So this day is very significant. Also ist dieser Tag sehr wichtig. Now, I can't remember if I showed you this picture the other day. Nein, Nope. nein, das Bild habe ich euch noch nicht gezeigt an dem gestrigen Tag. This is the United States in the different time zones. Sind die Vereinigten Staaten in den unterschiedlichen Zeitzonen. My wife and I used to live right here on the border of two different time zones. Und meine Frau und ich haben hier an der Grenze zwischen an zwei Zeitzonen gelebt. Everyone had to have two clocks. Jeder musste 2 Uhren haben. You would drive 1 mile Du bist 1 Meile gefahren or 1 kilometer, oder 1 Kilometer and it'd be an hour later. und dann war es 1 Stunde später. People would live in one time zone and work in another time zone. Die Leute haben in der einen Zeitzone gelebt und in der anderen gearbeitet. And so, it was just hard. You had to live with two time zones. So, das war wirklich schlimm. Man musste mit 2 Zeitzonen leben. You don't know what this is like unless you live on a time zone. Und du weißt nicht, wie das ist, bis du mal so lebst. And so, like I said earlier, if someone had to call someone across the street, Wenn jemand dann jemand anders über die Straße hinweg angerufen hat, they need to know, is it at 2 o'clock their time or 2 o'clock the other person's time? dann mussten die schon herausfinden, ist das 2 Uhr unserer Zeit oder 2 Uhr eurer Zeit. It could be an hour later in the same city. Könnte 1 Stunde später sein, vielleicht in der gleichen Stadt. My point is, God is not on our calendar. Der Punkt, den ich damit machen will, ist wirklich, Gott kümmert sich nicht um unseren Kalender. He's on his calendar. Er bleibt bei seinem Kalender. And when he communicates with us, it's in his time zone, not ours. Und wenn er mit uns redet, dann ist das nach seiner Zeitzone, nicht nach unserer Zeitzone. So let's look at Leviticus 23:2. Also wollen wir uns 3. Mose 23, Vers 2 angucken. Sage den Kindern Israels und sprich zu ihnen, das sind die Feste des Herrn, die ihr heilig und meine Feste heißen sollen, dass ihr zusammenkommt. This is the same Hebrew word translated as seasons in Genesis 1. Das ist das gleiche Wort, was in der Bibelstelle, die wir gerade hatten, mit Saisonzeiten oder Jahreszeiten übersetzt wurde. And so the feasts here refer to God's divine appointments with his people. Und hier ist das Fest eine Ausrichtung auf die göttlichen Termine, die er selber gemacht hat. So here is like a biblical calendar. Und hier ist ein biblischer Kalender. For example, September 22nd, 2010. Zum Beispiel der 22. September im Jahre 2010. Is Tishri 14. Ist Tishri 14. I can't see. But anyway, it's a different calendar. Also es ist wirklich ein unterschiedlicher Kalender. It would have one calendar day here. Oh, here it is. Yeah, the 22nd of September is Tishri 14. Der 22. September ist nach dem jüdischen Kalender der 14. Tishri. And you can get this calendar downloaded for free on your computer. Und diesen Kalender kannst du kostenlos runterladen auf deinem Rechner. So let's do a quick overview of the feasts of the Lord. Jetzt wollen wir uns einen schnellen Überblick über die Feste verschaffen. Go ahead and read those. Das Passafest, dann haben wir die Erstlingsfrüchte, die gefeiert werden, die eingebracht werden, dann das Shavuot und dann das Yom Teruah und Yom Kippur sowie Sukkot, das Laubhüttenfest. Many Christians don't know the Jews kept the Feast of Pentecost for 1,500 years before Pentecost. Viele Christen wissen nicht, dass die Juden schon Pfingsten gefeiert haben, 1500 Jahre bevor Pfingsten überhaupt aufgetaucht ist. They had to every year. Das mussten sie jedes Jahr feiern. They were the first Pentecostals. Sie waren die ersten Pfingstler, die rumliefen. And when you think about it, Und wenn man darüber nachdenkt, I don't know of any Pentecostals today who keep the Feast of Pentecost. ich weiß nicht, ob irgendwelche Pfingstler heute noch das Fest Pfingsten feiern. But the Jews still do. Aber die Juden machen das immer noch.
Go figure. Versucht das mal rauszufinden. In addition to being called feasts, they were also called convocations. A public meeting, an assembly. Eine Versammlung kann man das auch nennen, ein öffentliches Treffen. But more than an assembly, they were called like dress rehearsals. Wie wir das auch genannt haben, ist ein Probelauf für die Kleidung entsprechend. Generalprobe. Just like a concert, people will practice before the concert. They'll rehearse it. So wie die einen Probelauf oder eine Generalprobe haben, bevor sie ein Konzert geben. Or little children might do a rehearsal to a play before the play. Oder kleine Kinder proben das nochmal, was sie einstudiert haben, bevor sie es aufführen auf der Bühne. Or like an astronaut would go through everything before they took off to make sure they knew what to do. Oder ein Astronaut, der alles nochmal Punkt für Punkt durchgeht, damit er sicher ist, dass er weiß, was er zu tun hat, wenn es losgeht. So the feasts were dress rehearsals that they would go through for what would happen 1,500 years later. In dem Sinne waren die Feste, die sie feiern, eine Generalprobe für das, was 1500 Jahre später kommt. That's why they killed the Passover lamb every year on Passover. Deswegen haben sie das Passa-Lamm jedes Jahr zu Passa geschlachtet. Because the Passover lamb would die on Passover. Weil das Passa-Lamm am Passatag sterben wird. So here's an overview of the 7 feasts again. Und hier haben wir jetzt mal einen Überblick über die 7 Feste. In the first month of Nisan, im ersten Monat, im Nisan, you have the feast of Passover, haben wir das Passoverfest, unleavened bread, dann das Fest der ungesäuerten Brote, then the feast of first fruits. dann die Erstlingsgabe, die ersten Früchte. Now, did the Lord die on Passover? Ist der Herr im Passover gestorben? Passafest gestorben? And wasn't he buried on unleavened bread? Und wurde er nicht begraben zum Fest der ungesäuerten Brote? And didn't he rise on the Jewish feast of first fruits? Und ist er nicht auferstanden zu dem Festtag der Erstlingsfrüchte? Becoming the first fruits of the resurrection on first fruits. Damit er zum Tag der ersten Früchte oder Erstlingsgaben die erste Frucht wird, die aufersteht? Then they would count the omer. What is Omer? Omer means a sheaf of grain. They would count the omer. Dann haben sie die Samen gezählt, die Ernte, die einkam, gezählt, die Früchte. For 50 days later to come to the Feast of Weeks or Pentecost. Sie haben auf dem Kalender 50 Tage abgezählt, bis sie dann beim Fest von Pfingsten angekommen sind. Do you realize the Feast of Pentecost was fulfilled on Pentecost? Wisst ihr, dass das Fest von Pfingsten erfüllt oder abgeschlossen wurde am Tag von Pfingsten? What happened in Acts did not take place in December. Was in der Apostelgeschichte passiert ist, ist nicht im Dezember geschehen. It happened on the Feast of Pentecost. Sondern es ist zum Tag von Pfingsten geschehen. How many Festtag. of you believe that the Lord is the same yesterday, today, and forever? Wie viele von euch glauben, dass Gott der gleiche ist, gestern, heute und in Ewigkeit? If the Lord fulfilled the spring feast to the day of his first coming, if the Lord literally fulfilled the spring feast, each one to the day of his first coming, wenn das Leben Jesu so gestaltet hat, dass alles erfüllt wird, entsprechend der Feste Tage, die schon angelegt hat, then he'll fulfill the fall feast to the very day of his second coming. Dann wird auch die Feste, die im Herbst angelegt hat, zu dem zweiten Kommen passend legen. Oder nachfolgen. So many Christians try to study the book of Revelation, but they don't know the fall feast, so they have no idea what they're talking about. So viele Leute versuchen, die Offenbarung zu studieren, ohne eine Erkenntnis über die Feste im Herbst zu haben, also wissen überhaupt nicht, worüber sie reden. Trumpets will be fulfilled on the Feast of Trumpets. Dieses Posaunenfest wird erfüllt werden an dem Tag von dem Posaunenfest. The Day of Atonement will be fulfilled on the Day of Atonement. Und der Tag der Versöhnung wird gefeiert werden an diesem feststehenden Feiertag des Versöhnungstages. And tabernacles will be fulfilled on the Feast of Tabernacles. Und das mit der Stiftshütte, das wird erfüllt oder vollendet werden an diesem Feiertag. So the Christians need to understand the Jewish part of what they were rehearsing on those fall feasts, so they know what will happen on those days. Also müssen die Christen anfangen zu verstehen, wofür die Juden diesen Probelauf oder die Generalprobe hatten, damit sie verstehen, wenn das Echte kommt, was damit gemeint ist. And it's how many of you
Let's say how many of you want to be at the wedding of the Messiah? Wie viele von euch wollen bei der Hochzeit des Messias dabei sein?